Ja, ich habe ja hier so ein HP TC 4400. Das ist ein kleines Notebook. Ist schon 10 Jahre alt. Aber ich schätze das immer noch sehr, weil es ist ein Profi-Gerät. Ich glaube, es hat einen 13 Zoll Monitor mit 1024 x 768 Auflösung. Ist sehr, na gut, jetzt kommt das Licht da von der Seite. Ist aber sehr, wie man sieht, sehr blickrichtungsstabil. Und man kann auch den Monitor drehen. Muss ich mal kurz abstellen. Das heißt, ich kann es auch komplett rumdrehen und dann als Tablet benutzen. Ne? Und außerdem hat es einen Stift und dann wird es zu einem, es hat nämlich auch ein Touchscreen. Aber der Touchscreen geht nur mit diesem Stift, also nicht mit dem Finger. Ja, und wenn man diesen Stift nicht mehr braucht, dann steckt man ihn einfach hier wieder in die Seite rein. Fertig, ne? Ja, jetzt ist das so, dieses Gerät ist ja nun schon ein bisschen älter und der Lüfter ist jetzt so laut. Ja, der ist schon, ich finde ihn schon sehr laut. Außerdem ist die Tastatur nicht mehr so ganz. Hier diese Pfeiltastatur, die habe ich nur so dran geklebt, also die ist kaputt. Und da habe ich mir dann schon vor Jahren, über 5 Jahre her, habe ich mir eine neue Tastatur besorgt. Auch wieder eine Querztastatur. Und die werde ich dann hoffentlich auch noch erneuern. Und das hier ist der neue Lüfter. Der ist nicht neu, der ist gebraucht. Um die 6 Euro. Die Tastatur war ein bisschen teurer, die war so um die 30 Euro. Ja, und die werde ich jetzt gemäß einer Videoanleitung versuchen, also auszutauschen. Und hier sieht man, das ist irgendeine chinesische Seite ohne, oder japanisch, es ist ja eigentlich ein japanisches Gerät. Ich weiß nicht, was ist denn das hier? Vielleicht japanisch. Jedenfalls kann ich es nicht lesen und es macht aber auch nichts, weil es ist nämlich ohne Sprache. Auch Gott sei Dank ohne Musik. Und hier sieht man jetzt, es ist mehr so eine Diashow, wie der das macht. Also das da oben abschrauben. Ich weiß nicht, ob man diese beiden auch wirklich lösen, oder diese drei vielmehr, ob man die auch lösen müsste. Weil ich will ja eigentlich an die Oberseite. So, jetzt hat er das kleine Ding abgebaut. Das hier halte ich für den schwierigsten Teil, weil da kann man was zerbrechen, wenn man ungeduldig ist. So kommt das dann ab. Irgendwie scheint ein bisschen schwieriger zu sein. Ja, da sind so ganz viele Widerhaken und so. Ja, jetzt kommt die Tastatur raus. Kabel ab. Und da sieht man auch schon links den Lüfter. Jetzt ist die Tastatur ganz raus. Ja, und da ist der Lüfter. Also der muss halt raus. Warum er jetzt da den Speicher rausnimmt, weiß ich nicht. Also ich werde auf jeden Fall natürlich den Akku auch entfernen, ne, damit das Ding überhaupt keinen Strom mehr hat. Und ja, da zieht er ihn halt raus. Das ist nicht so ein Problem, das sind ja nur 3 Schrauben. Und das hier ist dann die eigentliche Kühleinheit, nicht? Aber die ist bei mir eigentlich in Ordnung. Ja, das ist also die Aufgabe und die kleine Mutprobe, weil man weiß ja nie so genau, ob es klappt bei diesen Sachen halt. Ne? Naja, ich werde es einfach mal machen, weil wenn man das irgendwo einschickt, das kostet so viel Geld, da lohnt sich nicht. Ja. Jo, dann probiere ich es mal.
So, ja, dieses hier ist der Akku. Da muss man nur diesen Hebel so nach vorne schieben. Mach mal das Licht noch mal anders. So, jedenfalls schiebt man diesen Hebel nur so nach oben. Dann kann man den Akku entfernen. Den mal zur Seite. Und dann sind hier netterweise so kleine Bildchen, so kleine Piktogramme, die anzeigen sollen, dass hier die Schrauben für die Tastatur sind. Weil die will ich ja auch wechseln, ne? Das heißt, ich muss also diese Schraube hier lösen. Kreuzschlitz. Das ist so ein etwas größerer Kreuzschlitz, kann ich nur sagen. Ich mag ja Kreuzschlitz überhaupt nicht. Die blöden Dinger, wenn die mal abrutschen, versaut man sich die ganzen Schrauben, ne? Lieber Inbus. So, das habe ich gelöst und das auch, ne? Ja. So, dann muss ich dieses ganze Ding hier, das abschrauben. Das ist aber so ein, doch, es geht auch mit dem Kreuzschlitz. Es geht auch mit dem Schlitz. So eine Kombischraube scheinbar. Ja, Akku muss natürlich raus, ne? Ist klar, sonst wenn das Ding, wenn man nur den Netzstecker rauszieht, ist es ja immer noch unter Strom. Ich habe hier für Notfälle noch eine Pinzette. Man weiß ja nie, manchmal gibt es so Arbeiten, wo man das Ding gebrauchen kann. So, das muss irgendwie ab. Nehmen wir hier das Opinel. Das ist auch schön dünn. Das kann jedenfalls nicht abbrechen wie so ein Japan-Cutter. Ah ja, das geht gut. Das ist das klassische französische Küchenmesser. Das gibt es in verschiedenen Größen. Ist sauscharf, Carbonstahl. Gibt es rostend und nicht rostend. Und man kann es auch sogar zusammenklappen. Sehr kostet irgendwie so 7 Euro vielleicht oder 5 nur, je nach Größe. Aber die Dinger sind klasse. Gibt es überall in Frankreich. Hat jeder Haushalt. Und die haben halt eine ganz schön geschliffene Klinge. Sehr fein, sehr dünn, sehr, sehr scharf. So, jedenfalls. Ich glaube, dieses Jahr habe ich mal an der Tankstelle in Frankreich geschenkt gekriegt als Werbegeschenk. So, jetzt geht's raus. Ah, es muss so ein bisschen so in diese Richtung geschoben werden einfach. Ja, also der Trick hierbei ist, man muss diese Schrauben, die sind sehr lang. Die muss man ganz rausschrauben. Sonst geht es nicht ab. Und dann ist das so ein ganzes Teil hier. Kann ich ja bei der Gelegenheit mal sauber machen. Das Ding nennt sich übrigens Zeichenbesen. Die sind klasse. Habe ich mal beim Grafiker gesehen. Der war, wenn er so am Radieren war, ne, dann hat er dann immer so gefegt mit diesem Besen. Die sind klasse. Die kann man sehr gut für, um die Computertastatur zu reinigen, zum Beispiel benutzen. Oder hier mal so fegen. Die haben auch Naturhaar, also die laden sich nicht statisch auf. Nur ab und zu bleibt mal ein Haar hängen. Ne? Muss man halt gucken.
So, jetzt ist das von unten schon mal ab. Und jetzt kommt der wahrscheinlich schwierigere Teil, nämlich von oben. Diese Abdeckung da. So, ja, eben habe ich gemerkt, dass ich noch 2 zusätzliche Schrauben lösen muss, um diese Abdeckung hier abzukriegen. Und zwar hier auf der Rückseite diese beiden hier, ne, ganz in der Ecke außen. Diese kleinen Schrauben ganz außen oben, wenn man es von so sieht, ne, also die Oberkante, damit diese beiden, die halten die Abdeckung, ne. Das sind diese kleinen Schräubchen hier. Die müssen auch raus. Und dann sollte es jetzt rausgehen. Am besten den Monitor aufklappen und verdrehen. Und dann kommt man hier gut ran. Hier mit dem Messer. Ja, hier habe ich sie. Ich habe das einfach so bisschen rein gesteckt, das Messer, und aufgehebelt. Und da ging es auch schon raus. Wollen wir hoffen, dass es auf der anderen Seite genauso leicht geht. Ja, ich bin dann hier einfach nochmal mit dem Messer, habe hier nochmal drunter gehebelt. Also es ist wirklich nur so zusammengesteckt. Ist nichts weiter Schwieriges. Jetzt drehe ich das Display nochmal um, damit ich hier rauskomme. Und dann sollte es eigentlich gleich gehen. Also locker ist es ja schon mal, ne? Ist ja schon mal gut. So, wo kann es denn jetzt noch hängen? Ach so, hier am Scharnier hängt es jetzt. Ja, das ist natürlich so rum. Geht ja nur in eine Richtung zu drehen. So, da ist ja kein Kabel dran. Ja, das muss dann so irgendwie um die Ecke, ne? Aber hier ist jetzt das Display im Weg. Und dann muss das da so rausgedreht werden. So, jetzt habe ich es gleich. Ja. Jetzt ist es raus. Ja, ist ein bisschen fummelig. So, lege ich das mal zur Seite. Und da kann man jetzt schon schön sehen, hier die ganze Elektronik mal drüber fegen, bisschen Dreck abwischen. So, und die Tastatur, die ist gar nicht festgeschraubt. Die kann man einfach so raushebeln. Ich versuche es mal hier mit dem Schraubendreher. Man merkt es auch schon hier, die ist ganz locker. Muss man echt aufpassen mit diesen Tasten. Aber die lassen sich auch wieder leicht reindrücken. Ja, also diese Schraube hier, die muss auch raus. Da steht M2x4 dran. Da hängt die Tastatur auch noch dran. Weil jetzt geht es nämlich ganz leicht. Das ist immer, wenn es starken Widerstand leistet, dann ist meistens noch eine Schraube, die das festhält. Jetzt kann ich hier die Tastatur anheben und jetzt geht sie hier auch. Jetzt ist sie hier auch locker. Ist ein bisschen angeklebt. Ja, also es reicht offensichtlich, wenn man diese ganzen Schrauben, wo dieses Piktogramm von der Tastatur drauf ist, wenn man die löst. Ich habe jetzt noch mal zusätzlich welche gelöst, das hätte nicht sein müssen, also auf der Rückseite. Ich hatte dann noch hier diese und diese noch gelöst, aber das hatte, glaube ich, keinen Einfluss.
Also hier die ist wichtig mit dem Piktogramm und die ist wichtig und die hier ist wichtig. Ja, und dann, die ist nämlich so fest geklebt auch, gesteckt und geklebt, die Tastatur. Und jetzt kann ich die hier so anheben und dann musste ich so ein bisschen ziehen und dann hat es ein bisschen geknackt, also nicht wirklich geknackt, aber so, man merkte, dass es halt festgeklebt war. Und hier sieht man ja auch diese Haken, ne? Diese kleinen. Da steckt das einfach da so drin. Ja, ja. Und ist also alles halb so wild. Und jetzt muss ich hier dieses kleine Kabel auch noch entfernen. Ich gehe mal mit der Kamera näher ran. Kurz das Display umklappen. So, da ist so ein kleines Kabel, ein Verbindungskabel, ne? Das muss ich abziehen. Ziehe ich das mal ab. Da kann ich jetzt zum Beispiel die Pinzette gut gebrauchen, ne? Das ist so eine antimagnetische Edelstahlpinzette. Gibt es in verschiedenen Formen halt. Ich finde die hier auch, die jetzt ganz praktisch, diese Form. Und dann kann ich das hier einfach mit hochziehen. Hier, das ist das schmale Kabel. Das heißt, ich muss das hier, das ist so ein Flachbandkabel, das wird dann so einfach in den Stecker reingesteckt. Ah, interessant. Ja gut, ich mache das jetzt zum ersten Mal. Ne? Da ist alles neu. Das ist da irgendwie festgeklebt. Ja, mache ich dann. So, es heißt also, es muss nur dieses Kabel rausgezogen werden, nicht der ganze Stecker. Dann ist die Pinzette natürlich wieder goldrichtig. Ja, das ließ sich einfach rausziehen. Ah ja, das sieht jetzt genauso aus wie die Ersatztastatur. Mal gucken, ob das gleich breit ist. Ja, das müsste eigentlich hinkommen. Und hier ist auch wieder das gleiche Prinzip. Aber hier sehe ich, da sind so weiße Dinger, die kann ich wahrscheinlich hochdrücken, dachte ich. Das kenne ich nämlich vom Raspberry Pi. Doch, das ist hier auch so. Also da sind so weiße weißes Plastikding, das kann man so hochschieben einfach. Dadurch wird das Flachbandkabel entriegelt. Und jetzt ist es frei. Und jetzt habe ich das hier komplett, ist mir das komplett entgleist. Aber das muss ich da einfach nur wieder so dran stecken, glaube ich. Ja, ja. Es wird einfach nur, das ist nicht schlimm, es wird dann nur so reingesteckt. So, damit ist die Tastatur schon mal entfernt. Und das hier ist das eigentliche Problemkind, das ist nämlich hier der Lüfter. Den werde ich jetzt mal rausschrauben, der ist an 3 Schrauben befestigt, einmal hier, hier und hier. Aber das sieht man dann auch, wenn man den Lüfter in der Hand hat. Ne? Das sind ja nur 3 Löcher hier, 1, 2, 3. Ne? Und hier noch so ein kleiner Stecker. Ja, das Ding kostet wie gesagt so 6 Euro irgendwas. Gebraucht allerdings. Ne? Man kriegt für diese alten Geräte, muss man froh sein, wenn man überhaupt Ersatzteile kriegt. Mal oft dann auch gebraucht. Ich hoffe mal, dass angeblich soll er einwandfrei funktionieren. So, wie kriege ich denn das jetzt ab? Das ist so ein kleiner Stecker. Ja, einfach hochziehen. Ah ja, gut, nichts Besonderes. Muss einfach nur hochgezogen werden, ist offensichtlich verpolungssicher.
So, jetzt habe ich den Lüfter ja losgeschraubt, kann den eigentlich hier rausziehen. Mit dem Schraubenzieher ein bisschen nachhelfen. So, ich habe übrigens jetzt mal einen Schlitzschraubenzieher genommen, weil wenn die Kreuzschlitz sich durchdrehen, ne, dann muss man am besten mal einen Schlitzschraubendreher probieren, weil sonst versaut man sich die Schraube. Nicht, wenn der so durchdreht. Ah, jetzt geht er ganz leicht raus. Ja. Gut, das ist jetzt also der laute Lüfter, den ich austausche. Jetzt könnte ich eigentlich mit Druckluft da mal reinpusten. Ne? Ich habe ja so einen Kompressor, ja, das werde ich auch mal machen. So, jetzt habe ich das Ding mal vorsichtig ausgeblasen. Und jetzt schraube ich den neuen Lüfter rein. So, das passt wunderbar. Am besten ich stecke schon mal den Stecker rein. So, Stecker ist schon mal drin. Und jetzt habe ich mir gemerkt, das hier war die kleinste Schraube. Das ist jetzt die neue Tastatur. Da kommt jetzt also Lüfter ist jetzt drin. Da kommt jetzt hier das Kabel rein. Flachbandkabel. So, jetzt habe ich dieses Plastikteil draufgeschoben. Am besten nochmal mit dem Schraubendreher runterdrücken. Ich hoffe, dass es jetzt... Ja, jetzt ist es drin. So, und jetzt kommt das dünne Flachbandkabel. Hochziehen. Ah ja, das ist auch zum Hochziehen. Also man muss dieses kleine Plastikteil vorher hochziehen. Ich zeige es auch nochmal mit der Kamera. Also hier dieses kleine braune Plastik, das muss man hochziehen. Das ist so eine Sicherung. Das kann man hier so mit dem Fingernagel so hochziehen. Dann das Flachbandkabel rein und dann wieder runterdrücken. So, jetzt steckt das da so drin, das kleine Kabel, ne? Und jetzt schiebe ich den, oh, jetzt muss ich alles halten, Kamera und Tastatur. Und jetzt schiebe ich dieses braune Ding runter, vielleicht mit dem Schraubendreher. Runter zu sein. Ja, dann ist es halt fest. Ja, jetzt mache ich hier alles wieder rückwärts, ne? Also die Tastatur hier wieder rein klinken. Reinstecken. Ja, das geht leicht. Runterdrücken. Das liegt da nur so drauf. Scheinbar. Ich drücke es mal ein bisschen, das bappt da so ein bisschen fest. Am besten die Tastatur so runterdrücken. Ja, und dann muss die Abdeckung da wieder drauf.
die lange Abdeckung. Die muss da jetzt wieder drauf. Verdrehe ich nochmal den Monitor am besten. Ja, so geht es. Also man muss den Monitor halt erstmal so ein bisschen drehen, dann das da reinschieben und dann wieder gerade und dann kann man es irgendwie reindrücken. Ne? Also so, jetzt ist das wieder drin. Dann kann ich, ja, das war es eigentlich. Jetzt muss ich noch das alles zusammenschrauben und hoffen, dass es auch funktioniert. Ne? Das ist dann immer der spannende Moment. Ja, jetzt kommt erstmal diese Abdeckung hier drauf. Die hatte ich schon sauber gemacht. Ja, die Abdeckung, die wird hier einfach nur so drauf geschoben. Klack, klack. Und da habe ich dann hier 4 Schrauben. Das sind diese hier. Ja, wie gesagt, also wenn die so durchdrehen, die Kreuzschlitz, dann gleichen Schlitzschraubendreher nehmen. Sonst vermurkst man sich die Schrauben, dann kriegt man sie nie wieder raus. So, jetzt kann ich eigentlich den Akku schon wieder reinmachen. Beziehungsweise ich schraube erstmal die anderen Schrauben rein. Also hier von der, überall wo dieses Keyboard-Zeichen ist, hier ist schon eine Schraube drin. So, gut, dann kommt der Akku rein. Fertig. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Bin ich mal gespannt. Hui, ob es funktioniert. So, ja, mache ich ihn mal an, ne? Mal gucken, was passiert. Erstmal ist der Lüfter errauscht. Und er ist ganz leise. Das ist schon mal gut. Tastatur geht. Ich habe auf Enter gedrückt und es hat funktioniert. Ich muss allerdings noch die Maus, ja, das mache ich dann, wenn er gebootet ist. Also die Tastatur scheint auch zu funktionieren. Da ist jetzt ein Xubuntu drauf, also das ist ja ein altes Notebook, also nehme ich halt ein Linux, das wenig Ressourcen verbraucht. Und das Xubuntu ist extra für so alte Notebooks sehr gut geeignet. Das sind 64-Bit Xubuntu, ist ja auch ein 64-Bit Rechner. Ja. Da ist er. Gut. Jetzt muss ich noch die Maus geht jedenfalls auch. Dann starte ich mal hier, oder ich starte mal ein Textprogramm. Büro. Können wir die Tastatur testen. LibreOffice, das ist ja ein ganz tolles Office-Paket. Also das mag ich eigentlich noch lieber als dieses OpenOffice. Das hatte ich ja auch schon mal mit dem Arduino zusammen probiert, wenn ihr euch erinnert. Da hatte ich mal so einen Temperatursensor, wo ich dann die Werte direkt in die Tabelle reinlese und so. So, jetzt tippe ich hier mal los. AS
Oder ich fange mal oben an. Querz, ja, geht. Ich tippe jetzt hier irgendwas. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Dann die paar Sonderzeichen. Altgrill. Ja, wunderbar. Funktioniert. Also, das hat sich ja gelohnt. Da konnte ich jetzt zwei Sachen austauschen. Einerseits den Lüfter, der ist jetzt sehr schön leise. Ja, man hört ihn kaum. Und die Tastatur ist neu. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Hat geklappt. Und wenn ihr das nachmachen wollt, könnt ihr jetzt zumindest ungefähr sehen, wie es geht. Ja, bis bald, bleibt gesund und noch schöne Spätsommertage. Bis dann.